Ich glaube, der Opa wäre stolz drauf und wird sich bestimmt freuen, dass das Haus und alles so gut jetzt auch weiter erhalten wird. Es ist ein stattliches Anwesen, auf dem Familie Ackermann lebt. Nadine, ihr Mann Jan und die 2 Kinder Maximilian und Johanna. Der Steinische Hof in Sontra-Berneburg, wie das Ensemble genannt wird, ist seit 51 Jahren in Familienbesitz. Und zwar hat mein Opa damals nach dem Krieg den ganzen Hof geerbt. Damals in einem recht desolaten Zustand. Und er hat dann stetig mit Freunden und Bekannten vom Dach bis im Wohnhaus, Dielen, Treppen, alles erneuert. Weil damals haben die im Krieg halt alles rausgerissen, weil sie Brennholz nötig hatten. Das heißt, das ganze Haus, alles was an Holz war, und Dächern, wurde einfach rausgerissen und verbrannt. Danach hat mein Vater dann weitergebaut, den Turm saniert, weil der hatte lauter Risse, und hat den ausgebaut. Also über Generationen wurde immer wieder von allen renoviert. Der älteste Teil des Hofs ist der Steinturm, fast 20 Meter hoch, stattliche 10 mal 10 Meter Grundfläche. Erbaut um 1385 als Wohnturm mit ehemals 5 Stockwerken. Als ich noch wirklich klein war, so in dem Alter von meinen Kindern, dann ging man unten zum Burgturm rein. Und da waren keinerlei Decken drin. Da war der Turm bis oben unter das Dach voll mit Stroh, weil wir ja Landwirtschaft hier hatten auf dem Hof. Und da wurde das mit einem Gebläse hochgeblasen bis ganz oben unter das Dach. Und man kann sich das nicht vorstellen. Oben haben die Eulen dann gesessen auf den Balken, und der ganze große Turm war einfach nur mit Stroh gefüllt. Später baut Nadines Vater 3 Stockwerke und stützende Elemente ein. Notgedrungen, denn der Turm bekommt Risse und droht auf das Wohnhaus zu stürzen. Heute wird vor allem das oberste Stockwerk gern von der Familie genutzt. Man nutzt den auch einfach mal als Rückzug, weil es ist wunderschön ruhig hier oben. Man kann hier einfach auch mal entspannen, einfach mal entschleunigen, so sage ich das. Und ja, ich hoffe ja vielleicht mal, dass die Kinder, weil die nächste Generation, die muss ja auch noch was zu tun haben, dass die das vielleicht mal fertigstellen irgendwann. Vielleicht wohnt ja doch jemand noch mal hier oben drin. Die nächste Generation kennt sich mit der Geschichte auch schon gut aus. Dank Nadines Opa Alfred Ackermann und seiner Chronik über Berneburg, Turm und Hof. Hier bekommt der Turm seinen Namen, Kemenate. Unten und hier oben sind 2 Öfen, und Rauchabzug heißt auf Italienisch Camino, und deswegen wurde es Kemenate genannt. Die Familie wohnt im Fachwerkhaus neben dem Turm. Das hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Hier haben Nadine und Jan viel Arbeit investiert. In Fassade und den Erhalt der Originalwappen der Erbauer von Biedenfeld. Das Leben der Familie spielt sich vor allem im 2. Stock ab, mit offenen Wohnräumen und kuscheligen Kinderzimmern. Das Elternschlafzimmer liegt Wand an Wand zum Turm, inklusive Geheimtür. Ja, das war, als ich damals mit meiner Frau zusammengekommen bin, war das so mein Ein- und Ausgang. Wenn ich abends gekommen bin, bin ich hier zur Tür ins Schlafzimmer rein, und dann morgens habe ich dann aus Haus wieder hier durch den Nebeneingang, sage ich mal, verlassen. Heimlich. Zusammen haben sich Nadine und Jan einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut. Ihr Schwerpunkt ist die Pferdezucht. 20 Pferde inklusive Nachwuchs haben sie mittlerweile. Außerdem bringt Nadine in ihrer Reitschule Menschen in den Sattel. Es macht mir Spaß, gerade den kleinen Kindern, die hierher kommen, eine Anlaufstelle zu bieten, auch Schulen, und denen einfach dann den Umgang mit den Pferden und das richtige Reiten zu vermitteln. Und mir macht das einfach Spaß. Für mich ist das nicht Arbeit, aber es ist meine Erfüllung. Es macht mir einfach Spaß, mit den Tieren und mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Mit ihren 11 und 8 Jahren sind Maximilian und Johanna schon erfolgreich auf Turnieren unterwegs. Da hilft natürlich ein eigener Reitplatz mit bestem Blick auf Fachwerkhaus und Turm. Ich hänge da sehr irgendwie dran. Man ist einfach hiermit verbunden. Ich sage meinen Kindern immer, das ist was nicht jeder hat hier. Und halte das alles in Ehren und versuche es auch später hoffentlich mal so für die Nachwelt alle zu erhalten, wie wir das jetzt geschafft haben, die letzten Generationen. Denn hier befinden sich Gegenwart und Vergangenheit direkt nebeneinander.